Hallo, ich habe heute Lust, ein Tag-Video zu machen, und zwar den Anti-TBR-Tag. Der wurde von Nicole and Her Books gemacht. Das Originalvideo wird unten in der Beschreibung sein, sowie auch ein, zwei Videos, die mir sehr gut gefallen haben dazu. In dem Tag geht es um Bücher, die ich nicht werde lesen wollen, die ich nicht lesen will. Genau, normalerweise rede ich da nicht unbedingt auf diesem Kanal drüber, weil ich einfach mir denke, ich rede lieber über Bücher, an denen ich Spaß habe. Bevor ich mit dem Tag anfange, wollte ich noch dazu sagen, dass ich klar Gründe dafür habe, warum ich diese Bücher nicht lesen möchte, aber mir auch bewusst ist, dass andere Leute aus anderen Gründen trotzdem einen positiven Bezug zu diesen Büchern haben und sie trotzdem lesen möchten. Damit zu den Fragen. Die erste Frage: Ein beliebtes Buch, das jeder liebt, das du nicht lesen möchtest. Da ist mir kein Buch eingefallen. Ein guter Start, aber ich verspreche, zu allen anderen Fragen habe ich Antworten. Die zweite Frage: Ein klassisches Buch oder eine Autorin, an dem du kein Interesse hast. In dem Bereich bin ich nicht so gut belesen. Das erste Buch, oder der erste Autor, der mir eingefallen ist, ist Adorno. Genau, habe ich nicht so viel Interesse dran. Generell würde ich auch sagen, dass so Bücher, die oft als klassische Bücher benannt werden, zumindest so in meiner Schulvergangenheit, waren von so weißen Hetero-Cis-Typen. Generell habe ich einfach nicht so Interesse an solchen Autoren, weil erfahrungsgemäß die Quote der Bücher, die ich von solchen Autoren mag, nicht sonderlich groß ist. Die dritte Frage: Eine Autorin, dessen Bücher du nicht lesen möchtest. Da sind mir sofort Stephen King und Murakami eingefallen. Diese Frage hat noch einen Unterpunkt, also 3.2 quasi, nach einer problematischen Autorin. Da ist mir sofort J.K. Rowling dann eingefallen. Nicht, dass ich nicht auch Kritik an den ersten beiden gehört hätte, aber von denen habe ich zumindest nicht mitbekommen, wie sie sich politisch betätigen, und das weiß ich leider jetzt von J.K. Rowling. Die vierte Frage: Eine Autorin, von der du ein paar Bücher gelesen hast und beschlossen hast, dass die Bücher nichts für dich sind. Generell ist mir keine Autorin eingefallen, von der ich mehrere Bücher gelesen hätte. Ich verspreche, zu allen anderen Fragen habe ich Antworten. Fünfte Frage: Ein Genre, an dem du kein Interesse hast, oder ein Genre, in das du versucht hast einzusteigen, es aber nicht geklappt hat. Für mich eindeutig Horror und Psychothriller. Also ich kenne mich mit dem Genre gar nicht aus. Es kann sehr gut sein, dass ich mit den Bezeichnungen nicht so richtig liege und noch viel mehr dazu gehört oder auch viel weniger, als ich denke. Aber generell gefallen mir Bücher einfach nicht so, die darüber spannend werden, dass sie gewaltvoll sind. Und das erwarte ich einfach bei diesen Genres. Gewalt lese ich schon manchmal, ist mir dann aufgefallen, aber für mich ist wichtig, dass über diese Gewaltdarstellung so eine Gesellschaftskritik vermittelt wird. Dann kann ich das nur aushalten, ansonsten fühle ich mich einfach schlecht für nichts. Genau, deswegen habe ich auch noch gar nicht wirklich diese Bücher davon gelesen, aus diesen Genres. Genauso wie bei dem Genre Krimi. Ich habe auch noch nie einen Krimi gelesen, und genau, da gehört dieser Gewaltaspekt, den ich erwarte, einfach dazu, und auch, dass es für mich zumindest ein Genre ist, von dem ich erwarte, dass so Polizei positiv dargestellt wird und auch so das ganze juristische System. Genau, darum bin ich einfach nicht so interessiert. Zum Krimis wollte ich noch sagen, dass das auch der Grund ist, warum ich den Krimi von Noah So noch nicht gelesen habe. Aber wenn ich jemals einen Krimi mit Krimis anfangen sollte, dann wäre das der erste Krimi, den ich lese, weil ich schon eigentlich nur Positives bisher über dieses Buch gehört habe. Die sechste Frage: Ein Buch, das du gekauft hast, aber nie lesen wirst. Man konnte da auch Bücherhallenbücher nennen, die man zum Beispiel ungelesen zurückgibt oder nur angelesen zurückgibt. Das passiert mir eigentlich fast nie, es sei denn, mir gefällt ein Buch überhaupt nicht, dann gebe ich es zurück, aber ehrlich gesagt habe ich schon genug Mühe, mich an die ganzen Bücher zu erinnern, die ich lese, dass ich mich auf gar keinen Fall daran erinnere, welche Bücher ich schon mal angefangen habe. Oder nur, wenn ich die Bücher sehe, aber jetzt so ohne irgendwelche Referenzpunkte erinnere ich mich nicht daran, welche Bücher ich schon alle angefangen habe und wieder
abgebrochen habe. Das einzige Buch, was noch auf meinem Bücherregal ist, was ich nie wirklich komplett lesen werde und deswegen weiß ich es auch nur, ist das Buch Ich bin ein unheilbarer Europäer, Briefe aus dem Exil, unter anderem von Thomas und Heinrich Mann, Alfred Polger, Max Ophüls und so weiter. Die meisten Namen, wie ihr gemerkt habt, kenne ich gar nicht, deswegen habe ich deren Briefe auch nicht gelesen. Ich habe dieses Buch nur gekauft, weil da viele Briefe von einfach der gesamten Mann-Familie drin sind, also Thomas und Heinrich Mann, wie auf dem Titel steht, aber auch Erika und Klaus Mann. Genau, deswegen habe ich das Buch für 1 Euro bei den Bücherhallen geholt. Die 7. Frage, eine Serie, an der du kein Interesse hast oder eine Serie, die du begonnen und DNF'd hast. Da sind mir nicht so viele größere, bekannte Serien eingefallen, nachdem ich auch ein paar andere Videos gesehen habe und das auch eine Antwort von jemand anders war. Genau, kann ich nur bestätigen, Game of Thrones werde ich nicht lesen. Die 8. und letzte Frage, eine Neuerscheinung, an deren Lektüre du kein Interesse hast. Ich bin absolut nicht up-to-date, was Neuerscheinungen angeht. Ich verspreche, zu allen anderen Fragen habe ich Antworten. Ich bin aber interessiert an guten Neuerscheinungen, also genau, lasst gerne Empfehlungen da. Das war der Anti-TBR-Tag. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Wenn ihr Anmerkungen habt, lasst sie gerne da. Ansonsten war es das. Bis bald!